Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute sehr nachdenklich und ich weiß nicht warum. Manchmal ist es eben so. Man fragt sich so ein bisschen, was möchte das Leben noch von mir? Was möchte ich noch vom Leben? Man reflektiert, man guckt auf das, was man hat, was man nicht hat. Und deshalb bin ich gespannt, was die Karten heute dazu sagen. Da nehme ich ganz gern dieses Butterfly-Orakel dazu, weil es einfach so Entpuppungsprozesse, Erkenntnisse und Erscheinungen. Also diese Verpuppungsprozesse anzeigt, da wo man aus dem Kokon schlüpft und wieder fliegt. Oder eben da, wo man noch eingepfercht ist und wartet, bis man fliegen kann. Und hier geht es darum, dass wir vielleicht sehr viel wahrnehmen um uns herum, dass wir die Erkenntnis kriegen, die wir brauchen. Und denen die Kraft ausgeht oder die denken, diese Situation oder diese Situation, die kann ich nicht bewerkstelligen, da zeigt dir dein Außen, dass du stärker bist, als du glaubst. Und dass man, wenn man in die Situation kommt, auch wieder die Kraft hat, die man braucht. Ich klinge ein bisschen verschnupft. Ja, genau, es geht um Suchen, Finden und die Sinnsuche. Hier oben haben wir noch bewahre deinen Glauben. Ne? Also in Zeiten, in denen sich auch nichts tut oder wo man an nichts mehr glaubt oder wo man auch mal so richtig empfindlich ist und denkt, was soll ich hier machen auf dieser Welt? Ich lebe halt mein Leben, aber irgendwie geht es nicht weiter oder ich komme nie in den Prozess, der mich so richtig erfüllt. Und da darf man sich halt überlegen, was bedeutet Fülle und wie wichtig ist es auch im Glauben zu bleiben, dass die Dinge für uns und nicht gegen uns sind. Wir schauen mal, was die Lennys noch sagen. Ja, das sind Hindernisse. Etwas gestaltet sich so, dass du eben nicht vorankommst. Das wäre wie wenn du aus deiner Verpuppung nicht richtig rausfindest. Also du kommst praktisch wie bei dem Küken, das schlüpft, oder dem Schmetterling, der rausgeht, aus seiner Schutzhülle nicht richtig raus. Vielleicht steht man sich in vielen Dingen auch selber ein bisschen im Weg. Ja, man fragt sich so ein bisschen, ich muss schmunzeln, was ist Freund, was ist Feind in meinem Leben? Bin ich mir selbst loyal? Sind die anderen loyal? Wer gehört in mein Umfeld, wer gehört nicht dazu? Wo kriege ich wieder nebelige Situationen geschickt, bei denen ich einfach dazu gezwungen werde, weil jemand anders vielleicht nicht so reagiert. Vielleicht hat man hier auch Freundschaften, die einen nicht mehr tragen. Vielleicht gibt es Schwierigkeiten auch mit irgendwelchen Kindern, die man hat, oder Freunden, die ja manchmal auch dafür gesorgt haben, dass dieser Glaube wieder gelebt werden kann, also dieses schützende Umfeld. Und wenn wir uns die Reihe hier so angucken, dann geht es einfach und allein darum, dass wir hier im Fundament wieder enden und dass vielleicht auch an das, was wir glauben, immer unser Fundament ist, egal was das Außen hier mitbringt. Das ist sehr spannend. Wir haben hier jeden Morgen die Chance, neu zu beginnen, neu aufeinander zuzugehen.
Kräfte wieder zu mobilisieren, aus verwickelten Situationen ein Stückchen weit rauszukommen. Und das finde ich sehr spannend für den heutigen Tag. Hier geht es um den stärkeren Fokus, ne? Es geht darum, anzuvisieren, was man möchte. Das halte ich auch oft für ein Hindernis, wenn man zwar eine Veränderung möchte, aber man weiß nicht welche, oder man möchte erreichen, aber man weiß nicht was. Und es geht darum, wieder was zu finden, auf das man sich konzentrieren kann. Bei dem man wieder neu beginnt. Und es geht darum, auch wieder verstärkt Positivität zu üben, mit guten Gedanken in den Tag zu gehen. Das heißt ja nicht, dass man sich alles schlecht redet oder alles schöner redet, aber es ist halt tatsächlich so, dass es meistens darauf ankommt, wie wir die Dinge hinnehmen. Du kannst das Außen nicht anhalten, du kannst nicht von der Erde runtersteigen. Du kannst bedingt Dinge im Außen kontrollieren oder die von anderen Menschen auf dich zukommen. Aber du kannst entscheiden, wie gehst du damit um. Und hier geht es darum, sich auf das Positive zu konzentrieren und überhaupt mal die eigene Integrität zu überprüfen in all seinen Lebensbereichen. Hier ist jetzt kein bestimmter Bereich gefallen. Wir haben vielleicht das Thema Kinder, aber im Prinzip ist es das tragende Feld, dein Umfeld, dein Fundament, auf das du baust, wenn du strauchelst. Hier ist es sehr gut dargestellt. Ne? Jemand zieht an anderen Fäden, jemand zieht an deinen Fäden oder lässt die Puppen tanzen. Und ja, es geht natürlich auch darum, lasse ich an meinen Fäden ziehen und wenn ja, an welchen. Spannend. Kriegen wir hier mal noch eine. Was sollen wir noch beachten? Irgendetwas macht keinen Sinn. Hier haben wir Suchen und Finden, die Sinnsuche an sich. Ne? Es geht einfach darum, dass jetzt die Zeit ist, wieder den Dingen einen neuen Sinn zu geben. Einen Neubeginn zu starten. Zu überprüfen auch, was ist Quatsch um mich herum, welche Gedanken von mir sind vielleicht auch unsinnig. Und ja, sich auf sich selber zu fokussieren und ein neues Ziel anzugucken, das auch wieder sehr sinnbringend ist und vielleicht mit einer ganzen Qualität einhergeht, die uns selber wieder im Außen auch so verbindlich erscheinen lässt. Ne? Also keine Dinge zu nähern, die unsinnig sind, die keinen Sinn machen. Und wieder Führung aufzunehmen für den eigenen Weg haben wir unten am Deck noch. Ne? Wir haben, sei ein Anführer, zeige anderen, wo es lang geht. Das hört sich jetzt wieder so, ne? Zeig anderen, wo es lang geht. Das ist damit nicht gemeint, aber nimm einfach wieder Führung auf und frage dich vielleicht auch auf deinem Weg, ist es nicht sinnvoller, sich ein Umfeld zu erschaffen, in dem man getragen wird, egal was ist, oder macht es Sinn, sich von allem abzuwenden und dabei auch dann nichts zu empfangen. Ne? Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Das ist sehr tiefgründig, aber das war mir auch klar, wenn man aufsteht morgens und man grübelt und man hat so dieses Gefühl,
was möchte ich vom Leben noch? Also was soll mein nächstes Ziel sein? Dann kann man nur so ein Kartenblatt auch kriegen. Aber das passiert wahrscheinlich jedem von euch mal, dass ihr aufsteht und denkt, hä, hä. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.